Willkommen mal wieder zu einem Blick in unseren Alltag. Wir zeigen dir heute, wie wir uns um solche schmutzigen Ritzen kümmern und die wieder richtig sauber bekommen. Bei solch schmutzigen Kanten ist die Herausforderung nicht, sie prinzipiell überhaupt sauber zu bekommen, sondern sie möglichst schon sauber zu bekommen. Deswegen haben wir verschiedene Möglichkeiten kombiniert und in der Reihenfolge, wie wir sie zeigen, glauben wir, die größtmögliche Schonung zu erreichen. Je nach Verschmutzung sind natürlich nicht alle Schritte nötig, sodass du auch einfach nur einzelne herausnehmen kannst. Wir zeigen dir hier an dieser extremen Vermoosung aber mal den kompletten Prozess zur möglichst schonenden Reinigung von solch verdreckten Ritzen. Schauen wir uns mal das Desaster an. Hier ist einiges im Argen. Gucken wir mal, wie schmutzig es wirklich zugeht. Ja, größte Herausforderung wird mit Sicherheit der Moos unter den Kanten und da wird auch viel loser Dreck sein. Das heißt, wenn wir jetzt einfach hier nur einmal abspülen und mit dem Pinsel rübergehen, werden wir definitiv Kratzer verursachen. Das wollen wir vermeiden und so schonend wie möglich reinigen, wie bereits erklärt. Und wie wir das machen, jetzt nochmal Schritt für Schritt. Der erste Schritt ist, dass wir mit dem Hochdruckreiniger alles an losem Dreck abspülen. Das ist wirklich der wichtigste Schritt, um Sand zu entfernen. Als kleiner Hinweis, wie weit kannst du mit der Lanze an den Lack rangehen. Halt einfach mal deine Hand davor, fang mit ganz weit weg an und dann, wo es für dich anfängt unangenehm zu werden, wird es auch für die Dichtung unangenehm. Bis dahin kannst du locker gehen. Die Distanz kenne ich bei meinem Hochdruckreiniger, sind so etwa 15 cm vom Lack. Ohne Probleme macht er das mit, weil er eine sehr hochwertige Streuung in der Düse hat. Je hochwertiger der Hochdruckreiniger, desto näher kannst du ran. Im nächsten Schritt sprühe ich einen intensiven alkalischen Vorreiniger auf die Ritzen und Kanten. Achte hier unbedingt darauf, immer nur in Teilbereichen zu arbeiten, denn der Reiniger sollte nicht eintrocknen. Das ist definitiv so, egal welchen Reiniger du verwendest, eintrocknen sollte er nie. Und gerade bei so extrem vermoosten und verdreckten Kanten brauche ich halt einen sehr intensiven Reiniger. Da ist das nochmal umso wichtiger. Arbeite dich also in Teilbereichen vor, das heißt, du sprühst ein Viertel oder eine halbe Seite ein, nimmst dann einen Dampfreiniger, ganz wichtig, und wir verwenden hier die sogenannte Powerdüse, die einfach den Dampf nochmal ein bisschen mehr bündelt und dadurch effektiver macht. Bei unserem Gerät, dem Kärcher SC5, gibt es eine Nassdampffunktion, das heißt, es kommt noch ein bisschen heißes Wasser neben dem Dampf mit raus, was hier die Reinigung noch viel effektiver macht. Wenn du also diese Möglichkeit hast, dann nutze sie auf jeden Fall. Du brauchst hier keinen High-End-Detailing-Dampfreiniger, da reicht wirklich so ein Haushaltsgerät aus. Ich sag mal, unter dem Kärcher SC4 würde ich nicht arbeiten, aber mit dem kann man durchaus arbeiten. Meine ideale Empfehlung, verlinke ich dir auch unten, ist der Kärcher SC5 inklusive Powerdüse. So, aufgepasst, festhalten und angeschnallt. Jetzt guck mal bitte, was hier an Schmodder rauskommt. Bah, das ist eklig. Stell dir vor, du wärst jetzt direkt nach dem Abspülen mit dem Pinsel hinterhergegangen und hättest diesen ganzen Dreck hier über den Lack und quer im Raum verteilt. Das wäre nicht effektiv gewesen. Deswegen dieser Schritt ultra wichtig und sehr effektiv. Denk auch an die Bereiche, an die nicht jeder sofort denkt. Heb mal den Türgriff ab, sodass du da wirklich auch in die Kanten kommst und dort den Rotz rausbekommst. Du siehst ja, was da wirklich rauskommt. Im nächsten Schritt geht es dann mit dem Pinsel ran, aber davor müssen wir eine allgemeine Vorreinigung vornehmen, damit der Lack befreit von losen Anhaftungen ist. Das heißt, Vorreiniger rauf, Hochdruckreiniger runter, sozusagen einmal das komplette Fahrzeug von oben bis nach unten intensiv und gründlich abspülen. So, und dann geht es an die Mechanik, die brauchen wir auch, gerade bei so einem Zustand reicht die Touchless Wash nicht aus. Wir gehen mit einem weichen Pinsel an den Lack, wie gesagt, hier vorsichtig vorgehen und darauf achten, dass der Pinsel weich ist, regelmäßig in einem separaten Eimer ausspülen. Der kommt dann natürlich nicht mehr bei der Lackwäsche zum Einsatz, ganz wichtig. Kleiner Trick. Liebe Grüße an Paul von Bart's Performance, einfach eine EC-Karte oder hier ist es so ein Kunststoffrakel mit einem Tuch ummantelt, dann kommt man auch super in die Ecken oder einfach mit diesem Schaumstoffreinigungsstäbchen ist man auch sehr effektiv, um wirklich den ganzen Bereich bis in die letzte Kante zu reinigen. Zwischendurch immer mal wieder abspülen, nicht vergessen, dass der Reiniger auch antrocknen kann und dann gehen wir noch einmal mit Leitmittel und Lackreinigungsknete in die Ecken rein, um dort wirklich auch anhaftenden Schmutz effektiv zu entfernen. Wichtig, der Schritt mit der Reinigungsknete sollte gerade bei dunklen Lacken nur ausgeführt werden, wenn das Auto danach poliert wird. Nicht einfach bei einem gut gepflegten Auto machen, wobei ein gut gepflegtes Auto sollte auch keine Ritzen haben, die das so nötig haben. Anschließend kommt die normale Fahrzeugwäsche, 2-Eimer-Methode, Autolackaffen-Methode, wie ihr wollt. Hier für den unteren Bereich der Kunststoffe nämlich so eine super weiche Bodybrush. Das ist effektiv, um halt wirklich in die Tiefe zu kommen. Nicht für den Lack unbedingt geeignet, aber für die Kunststoffteile von unten und vor allen Dingen die Schweller von unten, also mehr oder weniger den Unterboden, ist diese Bürste super effektiv, weil ich halt einfach besser rankomme und gründlicher reinigen kann.
Last Step, der gründliche Rinse Down, alles nochmal abspülen, die Ritzen vor allen Dingen ausspülen, weil wir haben jetzt wirklich viel Reiniger und Schaum in den Ecken, das Fahrzeug trocknen und das Ergebnis begutachten, ob es reicht, nötigenfalls einzelne Schritte wiederholen. Unsere Ritzen sind erfolgreich durchgefeuert, um den mal aufzunehmen. Sie sehen wieder top aus. Beim weißen Auto muss man natürlich sehr intensiv arbeiten. Man muss auch die Ecken kneten, damit halt wirklich dieser Belag, sage ich mal, weg ist. Aber sie sehen jetzt wieder tippitoppi aus, kann sich sehen lassen. Und das Beste ist natürlich, es nicht so weit kommen zu lassen, dass es so extrem ist, weil diese Behandlung ist immer eine Belastung für den Lack. Egal wie gut ich vorreinige, wenn ich mit Pinselhaaren Dreck löse und die da über den Lack ziehe oder auch mit dem Tuch. Es werden Mikrokratzer entstehen oder es können Mikrokratzer entstehen, deswegen im Idealfall einfach nicht so weit kommen lassen. Wenn es doch so ist, weißt du jetzt, wie du damit umgehst. In diesem Sinne viel Spaß beim Nachmachen. Hau rein!